Oh, Jonathan, du bist so intolerant. Wieso das? Du bist für Chemtrail intolerant. Ja, und du? Du bist Glyphosat-intolerant. Du bist GMO-intolerant. Und du bist Aspartam-intolerant. Du bist Soja-intolerant. Ja, und du bist Barium-intolerant. Und du bist Histamin-intolerant. Und du bist Sojalecithin-intolerant. Hallo, wir freuen uns endlich wieder ein Video machen zu können. Willkommen bei den Matrixern mit dem wunderbaren Jonathan und der attraktiven Shiva. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar haben wir das Thema, der eine oder andere kennt ja Robert Monroe, und der hat auf einer seiner Astralreisen etwas entdeckt, und das Thema ist Lusch. Richtig. Er ist ja in den Weiten der Astralebenen unterwegs gewesen und ist einer der großen Pioniere, was eigentlich das Astralreisen betrifft. Und eines Tages traf er dann halt auf eine Wesenheit, mit der er sich unterhalten hat. Und mit der Wesenheit hat er sich unterhalten über die Schöpfung der Erde. Und das Interessante daran ist, dass diese Wesenheit dann sagte: Oh, deine Informationen, die du mir gegeben hast, widersprechen aber meinen Informationen. Und ich gebe dir mal meine Informationen, die ich über die Erde habe. Und da wurde es interessant. Weil da hat er nämlich in dieser Information registrieren können, dass die Erde von einem Gärtner aufgebaut worden ist. Zuerst hat das mit Dinosauriern versucht, und um nämlich Lusch zu produzieren. Lusch ist ein Begriff, der ist natürlich ein bisschen abstrakt, weil man nicht so recht weiß, was man damit anfangen soll. Aber für Lusch kann man eigentlich alles einsetzen. Ja. Energie oder Bewusstsein oder Liebe. Man kann also alles für diesen Begriff Lusch einsetzen. Und es war dem Gärtner wichtig, eben einen Garten zu bauen, der eben eine hohe Luschproduktion ermöglicht. Und dazu hat er eben Lebewesen erschaffen, damit diese Lebewesen Lusch produzieren. Und dieses Lusch, das produziert wurde, wurde über sogenannte Lusch-Pipelines abgeleitet. Diese Lusch-Pipelines kennen die Astralreisen unter uns vielleicht, das sind nämlich diese Lichttunnel. Ja. Und darüber wird eben das Lusch abtransportiert. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, täglich stirbt ja alle 3 Sekunden ein Mensch, statistisch gesehen. Wie viele Menschen da so an einem Tag sterben. Ja. Und in dieser Hinsicht kann man sich vorstellen, wie viele Tausende von Seelen auf das Licht zufliegen. Und im Moment, wo sie auf das Licht zufliegen, werden sie eben geläutert, sagt man, oder gereinigt oder wie auch immer. Sie erinnern sich an ihr ganzes Leben noch einmal und bereuen viele Dinge, die sie getan haben, und wollen ein viel besseres Leben im nächsten Leben leben. Und und während dieses Läuterungsprozesses wird eben das Lusch extrahiert und über diese Lichttunnel in die hohen Astralebenen abtransportiert. Wer sich noch nicht so damit auskennt, wir haben ja ein Video gemacht über die Lichtfalle. Das sind diese Lichttunnel, und das sind diese Pipelines, und darüber wird eben die Energie, die ein Mensch im Laufe seines Lebens angesammelt hat, abtransportiert. Und wie wir ja alle wissen, wird eine Menge Energie produziert. Und es wird ja auch immer dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Dualität aufrechterhalten wird. Und das erzeugt eine Menge Energie. Der ganze Streit, Zwietracht, alles, was gesät wird, erzeugt Energie. Ja, und diese Luschenergie, die wird eben in den höheren Ebenen benutzt oder angewendet. Und als Monroe natürlich dann diese Information von der Wesenheit erhalten hatte, war er monatelang depressiv.
weil er eben ein positives oder ein lichtvolles, energievolles, liebevolles Weltbild hatte, auch von den ganzen Astralebenen, und musste dann plötzlich feststellen, dass er so ein bisschen das falsch eingeschätzt hatte. Und er hatte danach keine Lust mehr auf Astralreisen. Ja. Er hat lange Zeit dann gar keine Astralreisen mehr produziert, bis er irgendwann zu sich selbst gesagt hat, naja, wir können ja direkt mit diesem Lusch nichts anfangen. Und dieses Lusch, das die da eben produzieren oder unbedingt haben wollen, verglich er dann mit einer Kuh, die eben Milch gibt. Und die Kuh selbst kann mit der Milch ja auch nichts anfangen, hat er dann erklärt. Dass das so nicht stimmt, wissen wir aus unseren Dissoziationsvideos hoffentlich. Mit dieser Energie können wir sehr wohl etwas anfangen und deswegen speichert eure Energie. Das Lusch, ne, ist auch im freien Universum bekannt. Genau, das wird für sehr, sehr viele Sachen verwendet. Auf allen möglichen Ebenen, also Dimensionsstufen wird es verwendet für viele, viele Sachen, zum Beispiel um Raumschiffe anzutreiben, für die Lichtwesen, ihre Lichtstädte. Ja, Energie wird für alles verwendet. Das ist wie Geld hier. Geld ist ja auch eine Form von Energie, nur dass unsere Energie halt manifest ist. Und ja. Dort oben ist sie eben nicht manifest, das ist Energie und mit der wird massiv gehandelt und auch benutzt und genutzt und wir sind sozusagen der Farmplanet und wir sind die Kühe. Es tut mir leid, euch das so sagen zu müssen, aber du bist eine Kuh. Ja, ihr könnt euch das so vorstellen. Also es gibt ja viele Matrix-Planeten, da haben wir auch schon drüber gesprochen. In unserem Video 3 Wege raus aus der Matrix zum Beispiel oder in dem Video die Karte der Matrix. Da haben wir darüber gesprochen, dass es also nicht nur sich hierbei um die Erde handelt, die ein Matrix-Planet ist, sondern es gibt zig Matrix-Planeten. Ich selbst habe schon auf meinen Reisen Tausende dieser Planeten gesehen. Und all diese Planeten sind eben dazu aufgebaut worden, beziehungsweise das Leben auf diesem Planeten, das System auf diesem Planeten, ist eben dazu aufgebaut worden, um eben dieses Lusch produzieren zu können. Wie Shiva schon sagt, kann man Lusch eigentlich so ein bisschen symbolisch mit Geld auf unserem Planeten vergleichen. Und hier auf unserem Planeten arbeiten ja auch alle Menschen daran, eben immer ausreichend Geld zu haben, um ein Dach über dem Kopf zu haben, um sich Essen und Trinken leisten zu können und vielleicht auch mal einen Trip ins Restaurant oder ins Kino. Ne? Und daraufhin arbeiten eben alle Menschen hin, dass sie eben die Grundbedürfnisse gedeckt wissen und darum versuchen eben alle Menschen irgendwie immer Geld zu haben, damit sie um die Runden kommen. Ja, aber es führt schon noch weiter eigentlich, oder? Weil auch in unserer Welt wird Geld ja auch missbraucht für Macht. Ja. Und das ist auch in anderen Dimensionen so, und zwar mit dem Lusch. Zum Beispiel gibt es ja auch verschiedene Formen von Lusch. Das reinste Lusch zum Beispiel. Was ist das reinste Lusch? Das ist natürlich dann das selbstlose Handeln, ne? Das altruistische Handeln. Die meiste Lusch, das eigentlich produziert wird, ist in dem Moment, wo zum Beispiel eine Mutter sich vor ihre Kinder wirft, um die Kinder zu schützen und ihr eigenes Leben opfern würde. Oder das kennt man ja auch aus Filmen, ne? Der Bösewicht schießt mit Pfeil und Bogen, ne, auf den Held und seine Geliebte schmeißt sich dazwischen. Genau. Ne, und sie kriegt den Pfeil ab. Ne. Und das sind so die Momente, wo wirklich das meiste Lusch freigesetzt wird. Man spricht ja auch hier von so einer, von der sogenannten Sterbehellsichtigkeit. Mhm. Hast du den Begriff schon mal gehört? Nee. Nein? Sterbehellsichtigkeit bedeutet, der Mensch, der im Sterben liegt, wandelt sich plötzlich vom Bösewicht zu einem guten Menschen. Er verzeiht allen Menschen, ne, weil er den Tod kommen sieht. Ja. Und bereut dann, was er in seinem Leben getan hat und dergleichen. Und da beginnt schon die Läuterung. Und diese Läuterung produziert eben eine unwahrscheinlich große Menge an Lusch. Ich habe gerade was gesehen. Es gibt riesige Luschfabriken. Ich habe gerade gesehen, also
Das kam in den Kopf. Es gibt riesige Luschfabriken. Ja. Und in diesen Luschfabriken, ich weiß nicht wieso ich das jetzt gesehen habe, aber vielleicht, damit ich es im Video erzählen kann, es sind riesige Lager. Und in diesen Lagern wird das Lusch aufbewahrt. Und es wird gar nicht mal wirklich verwendet. Also klar, es wird auch verwendet und rausgegeben und verkauft für die es... Und da gibt es dann was auch im Gegenzug dafür. Aber das meiste Lusch, das wird gebunkert. Und ich glaube, es hat einfach wirklich mit Macht zu tun. So wie ich das jetzt gerade gesehen habe. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch hier Symbole aus der Filmindustrie. Ne? Zum Beispiel der Film Jupiter Ascending. Der ist ja auch von den gleichen Regisseuren gemacht worden wie die Matrix. Von den Wachowski-Brüdern. An vielen Filmen ist tatsächlich offensichtlich was dran. Und das können wir nicht nur wir sagen, auch der Monroe hat es gesehen und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die sowas gesehen haben. Und wenn es schon viele gesehen haben, unabhängig voneinander, muss ja was dran sein. Ja, eben. Also viele Drehbuchautoren, ne, auch die Wachowski-Brüder, die eben natürlich auch immer das Drehbuch besprechen und versuchen, einen Film zu gestalten und so weiter, haben sehr viel recherchiert. Auch für die Matrix zum Beispiel und Jupiter Ascending. Das sind ja so die beiden größten Filme, die sie so gemacht haben, wo sie wirklich sehr viel auf spiritueller Ebene recherchiert haben. Haben sich dazu mit Mönchen unterhalten, haben sich mit Menschen unterhalten, die eben spirituell schon sehr weit entwickelt waren, mit Leuten unterhalten, die sich als erleuchtet bezeichnet haben und konnten so ihr Wissen zusammentragen. Und in Jupiter Ascending handelt es auch darüber, dass eben diese Substanz dort gesammelt wird, weil man mit der Substanz alles Mögliche anstellen kann. Man hat ja sogar Planeten damit gehandelt oder Sonnensysteme, oder? Ja, richtig, da sieht man das auch. Ne? Die haben wirklich da gut recherchiert und da sind einige Sachen durchaus... Ist es kein Fantasy? Nein, es ist durchaus Realität im freien Universum und auf der 4D-Ebene. Auf der 4D-Ebene findet man immer wieder mal Außerirdische, die eben dort Handel betreiben mit Lusch. Und dieses Lusch ist auch symbolisch aufgetaucht in dem Film Dune, der Wüstenplanet. Ah, ja, den habe ich, ja. Ja. In dem Film ist es so, dass es da eben 3 Häuser gibt, die miteinander im Streit sind um einen Wüstenplaneten. Und auf diesem Wüstenplaneten existieren gigantisch große Würmer, die kilometerlang sind. Und diese Würmer produzieren das sogenannte Spice. Okay. Und dieses Spice sondern die eben ab und das wird dann in der Wüste geerntet von Erntemaschinen. Und dann transportieren die das Spice eben in Lager und horten das da. Und mit diesem Spice kann man sein Bewusstsein erweitern und Raumschiffe antreiben. Ha. Schau mal einer an. Ja. Und das ist auch wieder eine symbolische Entsprechung, weil die Drehbuchautoren wissen ja auch nicht immer so richtig, worum es geht oder haben jetzt nicht unbedingt eine Ahnung, aber sie haben Intuition. Das bedeutet, die Ideen, die kreativen, intuitiven Ideen, die einem Drehbuchautor so kommen, und ich bin ja selbst Schriftsteller, habe ja auch schon mehrere Bücher veröffentlicht und so kenne ich das ja auch. Es gibt da Momente, wo man nicht so richtig weiter weiß und dann plötzlich kommen einem kreative, intuitive Ideen. Das heißt ja auch inspirieren, vom geistigen Welt in deinen Kopf. Richtig, ja, genau. Und dieses Lusch wird eben auch im freien Universum gehandelt. Ja. Und wie Shiva schon sagt, die treiben damit alles an, Raumschiffe. Oder können damit auch ihr Bewusstsein erweitern, können Fähigkeiten damit erlangen und. Es ist also eine Art Energieform, die man eben nutzen kann. Und die ist äußerst begehrt. Aber wer sind denn die größten Luschproduzenten? Ich wollte es gerade drauf ansprechen, genau. Ich weiß. Und? Na, die Götter. Also die echten jedenfalls. Ja, die Götter. Und daher werden eben Planeten auch gehandelt. Die sagen nämlich hier, ich habe einen Planeten, ne, zum Beispiel die Erde, nehmen wir mal als Beispiel. Die Erde ist ein Planet mit unwahrscheinlich vielen Göttern, die da drauf sitzen, die alle Amnesie haben.
Die haben alle keinen Plan, was los ist. Gedächtnis ist gelöscht, können sie ja nichts erinnern, aber sind immer noch die größten Lustproduzenten, weil sie eben viel, viel mehr Energie haben, weil sie ja aus der Urquelle gekommen sind. Ja. Im Gegensatz zu den ganzen Planeten, die im Universum hier erschaffen worden sind, wie eben das Wort schon sagt, sie sind erschaffen worden. Sie besitzen also keine eigene göttliche Energie, sondern sie haben diese göttliche Energie, oder beziehungsweise die Götter haben ja die Materie da erschaffen. Mit Hilfe dieser enormen göttlichen Energie. Und diese können natürlich nicht dieses Lusch an sich produzieren, sondern muss von, ja, Lebewesen ist der falsche Begriff, aber muss von Göttern kommen, diese Energie. Wesen. Göttliche Wesen. Und viele von uns, auch die jetzt hier zuschauen, könnten durchaus göttliche Wesen sein. Wenn du dich an deine Leben nicht erinnerst, wenn du nicht weißt, wie du wirklich heißt, wenn du nicht weißt, woher du gekommen bist, leidest du an Amnesie. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie wird denn jetzt die Lustproduktion hier auf unserem Planeten angeheizt oder ja, vielleicht kann man sich davor schützen oder sowas. Und ja, darüber wollen wir natürlich auch noch kurz sprechen, würde ich sagen. Mhm. Und fangen wir an damit, wie das hier wohl angeheizt wird sozusagen. Wir haben es ja kurz vorhin schon angesprochen. Unser Planet basiert ja auf Polarität, unser ganzes Glaubenssystem auf Dualität und ja, damit kann man dann schon eine ganze Menge anstellen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also um die Lustproduktion auf einem Planeten zu erhöhen, müsste eigentlich von einer unsichtbaren Regierung aus Konflikte gestreut werden. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das hier auch passiert. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das hier schon mal vorgekommen ist. Ne? Ja, vielleicht auch sehr aktuell. Ja. Und die Lustproduktion wird eben dadurch angestachelt, indem eben viel Streit herrscht, viel Missgunst, Machtkämpfe, unterschiedliche Meinungen, wo die Leute sich gegenseitig fast an die Kehle gehen, weil der andere eine andere Meinung hat. Ne? Alleine Glaubenskriege, Religionskriege. Ja, ach Gott, ja. Was meint ihr, was da alles produziert wird? Also das sind ja die größten Kriege, die seit Jahrtausenden herrschen und immer noch vorherrschen auch. Ja. Im Namen eines Gottes zu töten oder Zwietracht zu sehen und ja. Und da ist auch keiner besser als der andere. Nee. Ich meine, die Kirche sagte immer, sie wäre friedlich und was die aber alles in der Vergangenheit so gemacht haben, ist das schon eine ganze Latte an Geschehnissen oder Aktionen, die wirklich sehr gewalttätig waren. Ne? Man muss da an die Kreuzritter denken oder an die Hexenverfolgung oder an die Conquista und so weiter und so weiter. Also, der fängt ja schon in der Wikingerzeit und davor an. Ja, genau. Der Kampf zwischen den Dänen, ne? den Wikingern und den Engländern und so, ne? Wo die Geschichte ja auch ein bisschen gedreht wurde und so. Ne? Und da merkt man schon diese ganzen Konflikte, ne? Du gehörst dieser Gruppe an und du gehörst dieser Gruppe an. Du gehörst dieser Nation an und du gehörst dieser Nation an. Das ist der beste Nährboden für Konflikte. Gruppen und Länder, unterschiedliche Sprachen auch, ne? Oder unterschiedliche Kulturen. Die eine Kultur verurteilt die andere und vice versa. Ne? Also da merkt man schon, das ist alles richtig Stoff für mögliche Konflikte. Und wo hat es dann angefangen? Bei der Erschaffung zwischen Mann und Frau, damals noch. Ne? Ja. Ihr wisst, ihr erinnert euch, ne? Mit den Anunnaki, die dann Mann und Frau geschaffen haben. Was bringt denn mehr Zwietracht als die Trennung zwischen Mann und Frau? Ja, also Geschlechterkampf. Jetzt nicht bei uns, aber generell halt. Ne? Ja. Geschlechterkampf, Geschlechterkampf, ja klar, auf jeden Fall. Ne? Mann und Frau ziehen sich immer irgendwie an, klar, weil sie eben aus dem Kern heraus gespalten worden sind in eine männliche und eine weibliche Seite. Und klar, der Kern möchte wieder bestehen. Ne? Ja. Und somit ziehen sich männlich und weiblich immer und immer wieder an und versuchen sich zu verbinden. Und da gibt es natürlich auch viele Gruppierungen, die Konflikte zwischen Männern und Frauen herstellen. Das kann ich mir auch erklären, warum der Soros den Feminismus geschaffen hat. Ja, korrekt. Ja, gutes Beispiel. Ja.
Oder ja, Rassenkämpfe. Rassenkämpfe, ja, absolut. Ja. Schwarz-Weiß, Mann, Frau. Also ihr wisst Bescheid, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Die ganze Programmierung, um Konflikte überhaupt erzeugen zu können, findet ja über Medien statt beispielsweise, überwiegend über Medien und somit automatisch auch über das Denken. Ja. Es werden also Programmierungen verteilt durch die Medien, durch das Allgemeinwissen, wie man so schön sagt. Da wird eben die Programmierung verteilt. Die einen denken dann, ich bin ein Schwarzer, ich muss jetzt um mein Recht kämpfen. Dann sind da wieder Weiße, die sagen, ich muss um meine Kinder kämpfen. Und so geht es halt immer weiter und die Gruppen untereinander zerstreiten sich und das kann natürlich so weit führen, dass Ausschreitungen kommen oder auch dann irgendwelche Anschläge auftauchen. Jemand läuft mit einer Bombe in irgendein Geschäft rein und alles explodiert. Ihr seht, es geht immer um Kampf, innerer Kampf, äußerer Kampf. Und in dieser Hinsicht werden die Menschen natürlich immer über das Denken manipuliert. Ja, aber da haben wir ja zum Glück eine Lösung. Ja, und da haben wir natürlich eine Lösung, die Dissoziation. Und damit speichert ihr sogar noch Energie in euch. Richtig, denn es geht darum, klar, Lustproduzenten seid ihr auf diesem Planeten immer, auf einem Matrixplaneten, da kommt man nicht drum rum, aber man kann durch die Dissoziation seine Energie sozusagen behalten oder speichern, ne? Und wird in dem Moment nicht an irgendwelche anderen Stellen abgegeben. Also jeder von uns Göttern, sag ich mal, wir sind hier eigentlich verhinderte Götter. Indisponiert. Indisponiert, ne? Weil wir alle an Amnesie leiden. Und sich keiner mehr an seine wahren inneren Psi-Fähigkeiten erinnert oder seine eigenen Schöpferfähigkeiten. Und Lustproduzenten ist somit jeder Gott. Darum sind ja auch Planeten so begehrt im Universum, die eben Götter als Bewohner haben. Und je mehr Götter ein Planet als Bewohner hat, desto wertvoller ist der Planet. Weil damit natürlich dann auch die Luschfabrik am höchsten ist, die höchste Effizienz. Und die einzige Möglichkeit, die man eben besitzt, ist die Dissoziation, weil die Dissoziation uns erstmal von unserer Programmierung distanziert, wie wir programmiert sind, also von unseren Glaubenssätzen, wie man auch so schön sagt, von unseren Überzeugungen. Denn Götter haben alle eins gemeinsam, denn ihre Schöpferkraft agiert ja trotzdem noch. Ja. Unterbewusst, sage ich jetzt mal. Ne? Die Amnesie kann eben nur verhindern, dass der jeweilige Gott bewusst auf seine Fähigkeiten zugreifen kann. Ja. Die Fähigkeit agiert aber immer noch sozusagen getarnt oder unterschwellig. Das bedeutet also, dass jeder Gott seine eigene Realität erschafft. Ja, wer auch sonst, ne? Wer auch sonst. Jeder erschafft sich seine eigene Realität aufgrund seiner Schöpferfähigkeiten. Nur da die Amnesie natürlich vorherrscht und man sich nicht daran erinnern kann, gibt es natürlich viele Probleme. Ja, man schöpft leider nicht bewusst. Ja, man schöpft nicht bewusst und darum versteht man auch nicht, dass das, was man in seiner Alltagsrealität selbst erschaffen ist, man versteht es nicht. Weil man eben sich der Schöpferkraft nicht bewusst ist. Und darum kann man sich auch nicht vorstellen, dass man das alles selbst erschaffen hat, weil man es nicht versteht. Und nicht sieht vor allem auch, ja. Ja, und nicht sieht. Darum, die Dissoziation sorgt erst einmal dafür, dass man sich von seinen Gedanken distanziert und natürlich von seiner Programmierung, von seinen Überzeugungen, von denen man absolut überzeugt ist, dass das wahr ist. Und durch die Dissoziation wird also Energie zurückgehalten, festgehalten. Und diese Energie staut sich dann an. Und mit der Dissoziationsenergie kann man daraufhin nämlich wieder Zugriff auf seine Fähigkeiten erlangen oder viel mehr Dinge sehen im Alltag, die andere nicht sehen. Man kann dadurch seine Zirbeldrüse aktivieren.
Astralreisen unternehmen, luzid träumen, all das ist mit dieser Energie möglich. Und darum versteht man auch den Doppelsinn der Lustproduktion. Erstens, die Götter sollen Lust produzieren und zweitens, dadurch, dass sie so viel denken und so viel Energie schon zu Lebzeiten abgeben, haben sie nicht genügend Energie, um eben ihr Bewusstsein zu erweitern. Also an der Stelle möchte ich einfach nochmal das Buch von Jonathan empfehlen, Spirituelle Dissoziation. Das ist wirklich die Mastertechnik, unsere Superheldenfähigkeit, wie du immer sagst. Und es stimmt einfach. Allein wenn du 2, 3, 4, 5 Minuten dissoziierst, spürst du schon die Energie im Körper, du spürst deinen Körper von innen vibrieren. Du merkst, wie die Energie gesammelt und gespeichert wird. Wenn ihr wirklich wieder zu euch selbst kommen wollt, wendet die Dissoziation an und alle Techniken und Möglichkeiten und was auch immer ihr euch vorstellen könnt, ist in deinem Buch beschrieben. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, diese Energie könnt ihr sozusagen selbst nutzen. Bisher wart ihr nur Produzenten, die die Energie eben abgegeben haben an höhere Ebenen, an den Deep State oder wie immer man den nennen möchte. Ja. Ne, gebt ihr diese Energie ab und durch die Dissoziation kann man eben lernen, diese Energie für sich zu behalten und sozusagen zu speichern. Weil wer sind denn die Produzenten? Das sind wir. Die Amnesiegötter, könnte man sagen. Ja. Naja, Götter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Das klingt immer so pompös, ne? Sich als Gott zu bezeichnen, aber wir sind Schöpferwesen. Ja, das ist ein gutes Wort. Ja, Schöpferwesen, die über eine unglaubliche Energie verfügen. Aber diese Energie wird umgeleitet. Und darum ist es wichtig, dass wir lernen, diese Energie selbst zu nutzen. Wer sich mit dem Thema noch nicht so auskennt, den empfehlen wir eben die Bücher von Robert A. Monroe, der sehr viel über Astralreisen geschrieben hat. Ansonsten guckt euch mal den Film Jupiter Ascending an. Genau, das ist auch sehr, sehr gut. Da wird es auch symbolisch dargestellt mit dem Lusch oder Dune, der Wüstenplanet, wie erwähnt. Und ansonsten können wir nur auf unsere Videos verweisen. Videos über die Dissoziation, Video über die Matrix, die Lichtfalle. Genau. Schaut rein, wenn ihr das noch nicht kennt, dann versteht ihr auch den größeren Zusammenhang, ne, der hier stattfindet. Denn wir sind nicht allein im Universum. Und es gibt zig Matrixplaneten, die alle genauso genutzt werden wie unser Matrixplanet. Genau. Und die größte Lustproduktion findet ja, wie gesagt, am Ende des Lebens statt, wenn ihr sterbt. Und wir wären nicht die Matrixer, wenn wir nicht erwähnen würden, raus aus der Matrix. Ja. Also raus aus der Matrix, denn dann kann diese Energie nicht weggenommen werden von euch am Ende eures Lebens. Wenn ihr den Matrix verlasst, 3 Wege raus aus der Matrix, eines unserer Videos, schaut es euch an. So ist es, Shiva. Das müsste sein. Ja. Ja, also wir hoffen, dass ihr das mit dem Lustthema so verstanden habt, aber wir gehen da stark von aus, dass unsere Zuschauer sofort wissen, was hier gespielt wird, was hier los ist. Und wir hoffen, dass immer mehr Zuschauer das Gesamtbild erkennen. Denn wir können ja immer nur ein Video rausbringen und dieses Video ist ja erstmal ein Puzzlestück. Ja. Dann bringen wir noch ein Video raus, ein weiteres Puzzlestück. Aber es ist wichtig, dass man diese ganzen Puzzlestücke zusammensetzt und das Gesamtbild erkennt. Denn erst dann durchschaut man das ganze System. Angefangen von der sogenannten Geschichte, die wir alle erlernt haben, übergreifend auf den Geschehnissen auf der Erde, die in den letzten Jahren und auch zur Zeit geschehen, und weiter, wie das alles mit luziden Träumen, Astralreisen zu tun hat, wie das alles mit Außerirdischen zu tun hat, mit UFOs, wie das alles mit anderen Planeten zu tun hat, mit anderen Matrixplaneten, wie das mit den Astralebenen, das hängt alles zusammen. Alles. Das hängt alles an einer Schnur. Und das ist wichtig zu erkennen. Und warum ist das wichtig zu erkennen? Damit ihr aus dem Spiel aussteigen könnt. Schon zu Lebzeiten aus dem Spiel, aus der Dualität aussteigen könnt. Um wieder zu dem zu werden, der du wirklich bist.
Ja. Einfach gesagt. Und wir versuchen eben den Menschen zu helfen, ne? Ihnen Tipps zu geben, Techniken zu geben, dafür zu sorgen, dass man die Dissoziation als seine Superheldenfähigkeit anerkennt und wiederentdeckt und natürlich dann auch einsetzt. Und ja. Dissoziation, Leute. Legt los, Leute. Und lasst euch nicht abbringen. Nope. Der Verstand lässt sich da immer was einfallen. Ja, und da muss man einfach ein bisschen widerstehen und alles ist gut. Ja. Ja, hast du noch was zu sagen, Shiva, zu dem spannenden Thema über Lusch, Energie, Matrixplaneten, Raumschiffe, die damit angetrieben werden und was weiß ich, Luschfabriken? Ja, eigentlich schon, aber du hast gesagt, das Video wird zu lang und ich sehe das völlig ein, deswegen machen wir Schluss. Nein, das Wichtigste haben wir gesagt und ich denke, ihr könnt damit was anfangen und ich bin mir sicher, alle eure Fragen werden wir in den Kommentaren finden. Korrekt. Und wenn wir mal wieder ein Live-Video machen, könnt ihr natürlich auch Fragen erstellen dann. Ja, richtig. Also wie gesagt, eure Fragen könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr welche habt. Ansonsten werden wir natürlich weiterhin Videos machen und ja, wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wiedersehen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen was mitnehmen und nicht verzagen, Shiva und Jonathan fragen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.